Hi Freunde, schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute mal zu einem recht besonderen Video. Jetzt über die Wintermonate ist ja nicht allzu viel Besonderes passiert. Ich dachte mir, ich muss auch mal ein Video raushauen, was euch vielleicht auch so ein bisschen flasht und was vielleicht auch wieder so ein bisschen noch interessanter ist als sonst. Und das ist dieses Video definitiv. Ich gehe mal schwer davon aus, wie vielleicht auch die Videobeschreibung schon sagt. Habe ich mir ein neues Auto bestellt, und zwar einen neuen Sportwagen, und den werde ich heute zusammen mit euch konfigurieren. Ich habe ja lange überlegt, was es werden soll. Ich bin ganz ehrlich, es gibt zurzeit nicht viele Autos, die mir zusagen, und die Autos, die mir zusagen, sind meistens entweder schwer zu bekommen, aufgrund dessen, dass es nicht viele davon gibt, oder sind einfach noch, für meine Verhältnisse viel zu teuer. Und deswegen habe ich überlegt, was könnte halt eben noch zusätzlich zum GT3 passen, was könnte halt meinen Ansprüchen entsprechen. Und ich war ja vor ein paar Tagen bei Audi. Ihr habt ja wahrscheinlich in meinem vorletzten Video, dürfte das gewesen sein, ja auch gesehen, dass ich nicht nur zur Audi A6 Präsentation da war, sondern auch noch einen Termin hatte. Und da lagen schon einige von euch, ganz richtig, denn ein paar Leute haben mich schon gefragt, was ich denn sonst noch so bei Audi gemacht habe und ob ich mir nicht ein neues Auto bestellt hätte. Ja, und damit lagt ihr gar nicht mal so falsch, das habe ich gemacht. Ich war nämlich bei Audi und habe mich schon mal mit jemandem getroffen, um mich zu informieren, welches Modell für mich in Frage käme. Ich hatte da ein ganz besonderes Modell ins Auge genommen, oder wie sagt man? Ihr wisst, was ich meine. Und war mir aber nicht ganz sicher, ob ich dieses bekommen würde. Das erkläre ich auch gleich, warum. Ich würde sagen, ich fange einfach mal an. Dann seht ihr ja, wovon ich spreche. So, ich bin nämlich jetzt hier schon auf der Audi-Seite. Ja, was könnte es jetzt von Audi werden? Ich habe ja schon gerade gesagt, es ist ein Sportwagen. Und ja, was ist sportlicher von Audi als ein Audi R8? So, hier haben wir verschiedene Audi R8s zur Auswahl. Wir haben einmal den Audi R8 Coupé, den ganz normalen, dann den V10 Plus, dann den RWS, dann den R8 Spider und den Spider RWS. Ich bin ganz ehrlich, der Plus war für mich auch sehr interessant aufgrund der PS. Aber was für mich noch interessanter war der Audi R8 RWS. Und der ist es jetzt letztendlich auch geworden. Und den gucken wir uns hier mal an. Und ich kann euch ja so ein bisschen was dazu erzählen. Ich habe ja gerade gesagt, ich war mir nicht ganz sicher, ob ich so ein Auto bekommen würde. Aufgrund dessen, weil das Auto ist auf 999 Stück limitiert. Und wer hätte gedacht, dass ich ein limitiertes Auto bekomme? Ich nicht. Ich war selber überrascht. Deswegen war ich ja auch bei Audi, um eben das abzusprechen und nachzufragen, ob überhaupt noch so ein Auto da ist oder ob die schon alle weg sind. Ich hatte Glück, ich habe noch einen bekommen und habe ihn aufgrund dessen natürlich auch direkt bestellt, bevor alle weg sind. Das RWS steht für Rear Wheel Series. Ja, ist ein bisschen Zungenbrecher. Da hatte ich anfangs meine Probleme mit. Und das bedeutet nichts anderes, als dass er einen Heckantrieb hat. Anders als zu den normalen R8s, die ja einen Allradantrieb haben. Und das fand ich sehr interessant, weil ich bin Hecktriebler gewöhnt mit dem Porsche GT3. Klar, für den Winter jetzt, wenn man ein spezielles Auto sucht, was man auch im Winter sehr gut bewegen kann, ist es vielleicht nicht verkehrt, sich ein Allrad zu holen. Aber da ich für den Alltag ja meinen Golf GTI habe, werde ich jetzt nicht im Winter jeden Tag mit dem R8 fahren. Und ich werde den Wagen auch nicht auf der Rennstrecke bewegen. Ich gehe mal schwer davon aus, weil dafür habe ich den Porsche. Das möchte ich ja dieses Jahr auch noch ein bisschen mal machen, aber eben halt nicht mit dem R8. Mit dem R8 habe ich aber vor, dieses Jahr wieder ein paar Touren zu machen. Ich möchte so einiges wieder sehen dieses Jahr durch Europa. Ich fand, wie gesagt, dafür ist der Audi R8 RWS das passende Auto. Hier sieht man, der Wagen hat 540 PS, ist jetzt nichts anderes als zum normalen Audi R8 und hat 5,2 Liter Hubraum und eine Höchstgeschwindigkeit von 320 km/h. Der Wagen hat ein Leergewicht von 1665 Kilogramm, Gepäckraumvolumen 112 Liter. Ist interessant, kann ich mir noch nicht viel drunter vorstellen. Ich weiß nämlich gar nicht, wie viel Liter Volumen mein GT3 hat. Das könnte unter anderem ein kleines Problem für mich werden, weil ich ja eben viel verreise und dann auch ein bisschen Gepäck brauche. Ich habe ja jetzt im R8
nicht so viel Platz hinten wie in einem GT3. Dadurch, dass ich im GT3 hinten den Käfig habe, kann ich dazwischen auch immer noch so ein paar Taschen quetschen. Das habe ich jetzt im R8 nicht, weil hinter den Sitzen quasi sofort Schluss ist. Also man hat zwar noch ein bisschen Platz hinter den Sitzen, aber das ist wirklich nicht mehr viel. Deswegen bin ich mal gespannt, wie tatsächlich dann das Gepäckraumvolumen letztendlich ist. Weil von der Literzahl her kann ich mir da jetzt so auf die Schnelle nichts bei vorstellen. Ja, hier haben wir nochmal die Höchstgeschwindigkeit, 320 km/h von 0 auf 100 in 3,7 Sekunden. Ja, das waren erstmal so die wichtigen Daten dazu. Und ich möchte euch jetzt auch gar nicht weiter dazu vollquatschen. Ich würde sagen, wir fangen einfach mal an mit der Konfiguration. So, es geht los mit dem Antrieb. Da gibt es bei dem R8 RWS nur einmal hier die S-Tronic und dann weiter zum Exterieur. Der Wagen wurde in der Farbe Ibis-Weiß vorgestellt. Ich fand die Farbe schön und habe auch gesagt, ich möchte den auch gerne in Weiß haben. Und zwar aus zwei folgenden Gründen. Ich finde, Weiß ist so schon eine schöne Farbe. Also eigentlich ist ja Weiß keine Farbe, aber ich finde Weiß an Autos generell schon sehr schön. Ist aber auch eine neutrale Farbe, weil ich nicht weiß, ob ich den Wagen vielleicht doch noch folieren lassen würde in irgendeiner ganz verrückten Farbe. Es gibt zwar die Möglichkeit, bei Audi wirklich alles Mögliche an Farben zu bekommen. Da es aber wie folgt aussieht, ich lease das Auto für 12 Monate. Und möchte dann jetzt nicht unbedingt irgendwie eine Sonderfarbe für mehrere tausend Euro bestellen, weil ich den Wagen nach 12 Monaten voraussichtlich wieder abgeben werde. Und deswegen fand ich, Weiß ist die beste Farbe. Wenn ich irgendwas Spezielles möchte, dann mache ich eine Folie drauf und die kann ich dann letztendlich auch wieder abziehen, wenn ich den Wagen wieder abgebe. Lassen wir bei Weiß. Was ich ja noch sagen muss, er wurde ja so vorgestellt, dass er die Sideblades hier auch in Weiß hat. Finde ich jetzt ehrlich gesagt nicht so schön. Sieht meiner Meinung nach ein bisschen billig aus. Da kommen wir auch gleich noch zu. Die habe ich nämlich in einer anderen Farbe konfiguriert. Genau, hier, man kann halt wirklich nochmal die Individuallackierungen, hier steht es ab 3.100 Euro, aufwärts natürlich dann. Da kann man sich jede x-beliebige Farbe dann aussuchen. So, hier kommen wir jetzt zu den Sideblades. Da gibt es auch nochmal verschiedene Methoden. Da ich ja, wie gesagt, auch gesagt habe, dass ich wahrscheinlich oder vielleicht das Auto auch folieren werde, habe ich sie ganz normal in Mythos Schwarz Metallic genommen. Ich finde das gut, weil hier der Keil hinter den Fenstern ist auch in Schwarz und deswegen Schwarz und Schwarz passt. Ich habe an dem Auto auch jetzt nichts in Carbon konfiguriert. Ganz einfach aus dem Grund, weil, wie gesagt, ich fahre das Auto nicht auf der Rennstrecke. Das muss jetzt nicht irgendwie leichter sein. Ich bin mir auch ehrlich gesagt nicht sicher, ob das dann bei Audi nur Sichtcarbon ist. Kommen wir zu den Rädern. Räder, ganz ehrlich, das Größte, was geht, 20 Zoll und dann in Schwarz. Ich finde, das sind die schönsten Räder beim Audi R8 und genau, deswegen habe ich die auch genommen. Bei den Scheinwerfern habe ich das serienmäßige LED-Scheinwerferlicht gelassen. Laserlicht, weiß ich nicht, brauche ich nicht. Ist halt, ja, der Vorteil am Laserlicht ist, dass man halt noch eine viel höhere Reichweite mit dem Licht erzielen kann. Ich weiß nicht, ob das so sinnvoll ist bei mir, weil ich weiß auch nicht, wie oft ich tatsächlich so ein Auto bei Nacht benutze. Also mein GT3 hole ich meistens auch nur bei gutem Wetter raus. Deswegen habe ich es beim ganz normalen Licht gelassen, genau. Klicken wir hier nochmal auf Räder und Reifen. Dann natürlich auch die Winterräder, weil das bleibt ja auch nicht aus, denn ich habe es ja auch mir jetzt beim GT3 angewöhnt. Ich habe mir jetzt für den GT3 auch Winterräder gekauft. Man möchte ja vielleicht doch auch mal mit dem Auto ein bisschen Spaß im Schnee haben und da sind Winterräder einfach, ja, die braucht man einfach, definitiv. So, bei den LED-Heckleuchten habe ich das dynamische Blinklicht noch dabei. Das fand ich auch ganz cool, weil ja, diese Lichtanimation hinten bei Audi, die hat schon irgendwie was Exklusives und deswegen wollte ich das einfach auch noch mit dabei haben. Tagfahrlicht ist Serie. Kommen wir zu den Außenspiegeln, die habe ich ganz normal in Wagenfarbe gelassen. Ich muss sagen, da habe ich länger überlegt, ob ich die schwarz machen soll oder in Wagenfarbe lassen soll. Letztendlich finde ich, wenn sie in Wagenfarbe sind, sieht das Auto irgendwie immer noch mal so ein bisschen breiter aus. Und für den Fall der Fälle, dass ich sie am Ende doch schwarz haben möchte, kann ich es ja auch immer noch umfolieren. So, Frontspoiler, Heckspoiler ausfahrbar, das ist alles Serie.
Und bei dem Optikpaket habe ich das Optikpaket Titan Schwarz Audi Exclusive genommen. Das ist auch einfach nochmal so, dass die schwarzen Teile, wie zum Beispiel hier vorne, wenn man das hier sehen kann, an den Lufteinlässen, hinten zeigt er mir jetzt hier gerade nicht an, dass die Teile nicht in schwarz matt sind oder so plastikmäßig aussehen, sondern in schwarz glänzend. Das sieht auch alles nochmal so ein bisschen exklusiver aus. Die Dekorfolie im RWS-Streifendesign habe ich bewusst weggelassen, weil wie gesagt, sollte ich das Auto folieren, wäre es eh Schwachsinn. Gehen wir weiter zum Interieur. Interieur, ich weiß, da werden jetzt viele sagen, wieso, warum, weshalb hast du das so gemacht? Ich habe mich bewusst für die ganz normalen Sportsitze entschieden und nicht für die Schalensitze, aus folgendem Grund. Ich habe ja gerade gesagt, ich fahre wirklich auch viel mit meinen Autos oder fahre auch viel durch Europa, fahre viele Touren und ich habe gemerkt, also im GT3 ist es halt nicht so optimal, weil ich kann den Sitz nicht höher stellen, ich kann die Rückenlehne nicht einstellen. Ich habe halt schon Bandscheibenvorfall gehabt und habe den auch operieren lassen. Ich habe seitdem wirklich sehr oft Rückenprobleme und deswegen bin ich einfach froh, wenn ich auch einfach bequem in einem Auto sitzen kann. Da ich ja, wie gesagt, eh nicht mit dem Auto über die Rennstrecke fahre, sind die Schalensitze nicht notwendig. Die Sportsitze, die kann ich so einstellen, wie ich möchte. Die haben auch nochmal so eine Lordosenstütze, die ich auch immer sehr wichtig finde für meinen Rücken. Also das ist die Lendenwirbelstütze. Wie auch immer man sie dann nennt, heißt überall anders. Und ja, was ich auch noch wichtig fand, ist, dass man bei den Sportsitzen auch eben, da kommen wir nämlich zu den Sitzbezügen, die Alcantara-Leder-Kombination auswählen konnte. Das konnte man, glaube ich, bei den Schalensitzen nicht. Ich probiere es einfach mal gerade. Wenn ich jetzt hier die Alcantara-Kombination nehmen würde, dann zeigt er mir an, dass ich dann dafür die Sportsitze ganz normal nehmen muss. Ich bin kein Fan von Vollleder, ich bin kein Fan davon, wenn ich mich ins Auto sitze. Ich bin eine Frau, ne? Wir Frauen haben auch im Sommer mal ein bisschen kürzere Sachen an und Haut auf Leder mag ich einfach überhaupt nicht. Deswegen Alcantara. Und dann schwarz in schwarz natürlich. Genau, hier kann man auch nochmal verschiedenste Sachen auswählen, aber das ist alles Leder, deswegen kam das für mich nicht in Frage. Lenkrad gibt es auch nur einmal, dieses Sportlenkrad. Bei den Sitzen hätte ich ganz gern noch die Memory-Funktion dabei gehabt, weil ich ja auch mal mit meinem Freund den Fahrersitz tausche. Und da war aber das Problem, aus irgendeinem Grund geht das nur in Verbindung mit Vollleder. Also kam das nicht in Frage. Die Sitze sind teilelektrisch, das reicht mir auch. Und dass man sie dann eben jedes Mal neu einstellen muss, das ist jetzt auch nicht so das Problem für mich. Sitzheizung habe ich auch genommen für den Fall der Fälle, dass man ja doch dann mal im Winter unterwegs ist. Dann ist das auch immer ganz gut für den Rücken und für den Poppes. Die werden dann schön warm gehalten. Kann man nichts mit falsch machen. Ja, genau. Hier kann man auch nochmal verschiedenste Lederkombinationen auswählen für sein Fahrzeug in verschiedensten Farben. Da gibt es auch nochmal hier die Lederausstattung, die ich einfach so gelassen habe. Das heißt, verschiedenste Armaturen sind in Leder verkleidet. Das hat mir gereicht. Ich brauche da keine Farbkombination oder sonst etwas. Dann habe ich den Dachhimmel in Alcantara genommen. Finde ich auch immer ganz schön. Sieht ein bisschen edler aus als nur Stoff. Die Dekoreinlage habe ich serienmäßig hier in Eloxalack Anthrazit gelassen. Sonst habe ich nicht hier viel irgendwas weiter konfiguriert. Das ist alles Audi Exclusive. Da kann man auch nochmal verschiedenste Sachen wahrscheinlich selber konfigurieren. Das Einzige, was ich genommen habe, sind die Fußmatten mit dem R8 Schriftzug. Ich finde, das muss sein. Sieht irgendwie cool aus. Race Pads, habe ich mir erstmal gedacht, was ist das denn? Damit sind die Knie, sind irgendwie so für die Knie so, ja, so Pads an den Seiten. Irgendwie, wenn man wirklich Rennen fährt und so, dann hat man irgendwie einen besseren Halt und die Knie kommen nicht gegen das harte Material, brauche ich nicht. Das Lichtpaket habe ich noch dazu genommen. Da ist nochmal zusätzlich dabei einmal die Fußraumbeleuchtung auf Fahrer- und Beifahrerseite, Beleuchtung der Türtaschen, Ambientelicht unter der Schalterleistung in der Mittelkonsole zur besseren räumlichen Orientierung mit Motorraumbeleuchtung. Ich finde, so ein Lichtpaket innen ist immer gut. Gehen wir weiter zur Ausstattung. Die Außenspiegel elektrisch einstellbar, beheizbar und anklappbar habe ich Gott sei Dank noch
im letzten Moment dazu konfiguriert. Ich hatte eigentlich schon unterschrieben ohne das, habe es vergessen. Also ich finde schon gut, wenn die Außenspiegel anklappbar sind. Dann der Innenspiegel automatisch abblendet, das ist Serie. Die Klimaautomatik-Serie, die Diebstahl-Warnanlage-Serie, Komfortschlüssel, das heißt, ich kann auch, hier steht es nochmal, ohne Schlüssel losfahren. Also der Schlüssel muss bei mir sein, aber ich muss ihn jetzt nicht irgendwo einstecken. Gepäckraum, Auskleidung in Alcantara brauche ich auch nicht. Ich glaube, meine Koffer, die müssen es jetzt nicht unbedingt kuschelig haben da drin. Nichtraucherpaket der Serie, ich bin ja auch Nichtraucher. So, dann kommen wir zum Infotainment. Da habe ich einmal noch das Navigationssystem dazu genommen. Und dann muss ich mal weiter gucken, was habe ich denn noch alles genommen? Audi Soundsystem, da habe ich jetzt nicht die Bang & Olufsen Lautsprecher dazu genommen, weil ich weiß, dass Audi auch von der Serie aus eigentlich schon eine sehr, sehr gute Anlage hat und die reicht mir einfach. Den digitalen Radioempfang habe ich genommen. Die Audi Phonebox habe ich auch dazu genommen. Und zwar aus folgendem Grund. Ich hasse Kabel im Auto, wir haben ständig Kabel im Auto. Mein Freund lädt sein Handy, ich lade mein Handy gleichzeitig, wenn da noch ein Handy in der Scheibe hängt, wo das Navigationssystem an ist. Okay, das brauche ich jetzt hier im Audi nicht, wir haben hier ein Navigationssystem drin. Aber so ist das Gute, man hat hier in der Mittelkonsole einfach jetzt fällt mir das Wort nicht ein, Armablage, Mittelablehne, so. Da kann man das Handy einfach reinlegen, ohne Kabel und es wird geladen. Finde ich ganz praktisch. Assistenzsysteme. Habe ich auch mal die Rückfahrkamera dazu genommen. Ich bin zwar auch ohne Rückfahrkamera einparken gewöhnt, aber bei einem Sportwagen ist es schon immer praktisch, wenn man eine Rückfahrkamera hat. Weil wenn dann doch mal was passiert, ist es ärgerlich. Beim Porsche hätte ich auch manchmal gern eine, weil da kann ich wirklich manchmal echt schwer einschätzen, je tiefer das Auto ist, so schneller kann man auch mal irgendwie gegen einen Bordstein kommen oder so. Deswegen Rückfahrkamera dabei, die Geschwindigkeitsregelanlage auch, die ist für mich sehr wichtig, weil ich fahre ja eben durch viele andere Länder und es gibt zum Beispiel Länder wie die Schweiz, wo man eben schon bei, ab 1 km/h zu viel wirklich Strafe zahlen muss. Und ja, ich denke, viele von euch wissen ja auch, dass in der Schweiz auch noch viel, viel höhere Strafen gibt, wenn man auch viel zu schnell fährt. Und das möchte ich eben nicht. Und oft, wenn ich ohne Geschwindigkeitsregelanlage fahre, dann kommt es auch schon mal vor, dass man träumt und man ist auf einmal dann doch 10, 20 km/h zu schnell oder so. Und das kann einem eben da mit so einem Tempomat oder einer Geschwindigkeitsregelanlage nicht passieren. Deswegen war die sehr wichtig für mich. Technik und Sicherheit. Jetzt kommen wir zur Bremsanlage. Die Bremssättel habe ich in Rot genommen. Ich finde das schön, weil das Auto ist sonst nur weiß-schwarz und so hat man auch nochmal so einen schönen farblichen Akzent. Sportabgasanlage. Hallo, die muss ja wohl sein, ja? Sonst habe ich hier auch nicht mehr weiter konfiguriert. Das meiste hier ist hier von Serie. Anschlussgarantie brauche ich auch nicht, weil wie gesagt, das Fahrzeug ist ja für 12 Monate nur geleast. Ja, und das war's auch eigentlich schon. Sonst habe ich alles soweit. Weiter zu Ihr Audi R8 RWS. Das ist das Auto, so wie ich es mir konfiguriert habe. Hier seht ihr auch nochmal eine Darstellung von dem Wagen. Ich finde den so optisch wirklich sehr, sehr schön gelungen. Man hat nicht unbedingt auf den ersten Blick einen Unterschied zum normalen R8. Also auf den ersten Blick kann man wirklich nicht sehen, wenn jetzt nicht unbedingt diese RWS-Dekorstreifen über dem Auto sind, dass es eben der RWS ist. Ist vielleicht ein Vorteil, aber auch ein Nachteil, weil wenn man schon mal so ein limitiertes Auto fährt, möchte man ja vielleicht auch schon, dass man von Weitem sieht, hey, da kommt ein Auto, da gibt es nur 999 Stück von, ist ja schon irgendwie was Besonderes. Aber ich freue mich immer noch so, dass ich mal ein limitiertes Auto bekomme. Das ist, ja, ich weiß auch nicht, das ist für mich so, ich meine, es ist halt ein R8, es ist wahrscheinlich schwieriger, bei Porsche ein limitiertes Auto zu bekommen, wenn man noch nie Porsche-Kunde war. Ich habe ja zum Beispiel noch nie ein Audi gekauft. Ne? Das ist jetzt mein erster Audi und da freue ich mich schon wirklich, dass ich eben ein Auto, von denen es nur 999 Stück gibt, auch bekommen habe. Ich kann es nur oft genug wiederholen. Ich finde es einfach toll, ich freue mich. Ja, so sieht er aus. Alles in weiß, der Rest in schwarz, bis auf die Bremssättel, die sind rot. Von hinten hier kann ich auch nochmal schön zeigen, diese Teile hier, die sind auch nochmal hinten in schwarz glänzend durch dieses Optikpaket schwarz irgendwas da, was ich da angewählt hatte. Sonst wären hier ein paar Teile davon in so schwarz-matt.
Und ich glaube, die Abgasanlage wäre dann auch in Silber. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Huch, jetzt haben wir schon den nächsten Tag. Wusstet ihr eigentlich, dass es gesetzlich geregelt ist, dass eine Kamera nur 30 Minuten am Stück aufnehmen darf? Das habe ich gestern nicht bemerkt. Ich habe das eigentliche Video ja gestern aufgenommen, deswegen sehe ich ja jetzt auch anders aus. Und habe dann nicht gemerkt, dass die Kamera nach 30 Minuten aufgehört hat zu filmen. Und ich habe einfach noch 20 Minuten weiter gelabert. Ja gut, meine Kamera hat jetzt euch erspart, dass ich noch 20 Minuten weiter schwafel. So viel gibt es ja auch eigentlich gar nicht mehr zu erzählen. Ihr habt ja jetzt gesehen, wie der Wagen aussieht. Ja, ich freue mich. Mitte Mai soll er kommen. Und natürlich werde ich das Ganze auch wieder für euch per Video festhalten. Danke fürs Zusehen, Leute. Bis zum nächsten Mal. Ciao.